In diesem Video zeige ich euch, wie man eine neue MariaDB MySQL Instanz im Ops Center erstellt. Hierzu brauchen wir als erstes eine Maschine, die sauber ins Ops Center integriert ist. Wie man das genau macht, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Nochmal kurz zur Überprüfung: Diese Maschine VCAM1 ist die Maschine, auf die die Datenbank erstellt werden soll. Hier überprüfen wir die Checks. Alle Checks sind grün. Die Maschine ist okay, um eine Datenbank aufzunehmen. Um eine Datenbank zu erstellen, im Unterschied zum Hinzufügen einer bestehenden Datenbank, erstellen wir eine neue Instanz, kreieren wir eine neue Instanz mit dem Knopf Create Instance. Dann wählen wir den Server aus, auf dem die Instanz zu liegen kommt. VCAM1 wird diese Maschine sein. Im zweiten Schritt können wir auswählen, welches Repository verwendet wird und welches Paket aus dem Repository. Hier können wir der Datenbank noch einen Namen geben, wo die Datenbank zu liegen kommt, welche Konfigurationsdatei verwendet werden soll und welche User Ops Center verwenden soll, um mit der Datenbank zu arbeiten. Anschließend im dritten Schritt können wir die wichtigsten System-Tuning-Parameter eingeben. Hier insbesondere wichtig InnoDB Buffer Pool Size. Die Empfehlung ist hier 75% vom RAM. Empfehlung also ungefähr 15 GB. Machen wir hier mal 1 GB für diese Datenbank-Instanz. Alle weiteren Parameter typischerweise sind für die Standard-Setups genügend. Und dann mit dem Knopf Create Instance ist es auch schon gemacht. Die Datenbank wird jetzt erstellt. Das kann ein paar Minuten dauern. Und wenn die Datenbank erstellt ist, wird sie automatisch noch gehärtet, sofern dies notwendig ist, und ist auch dann bereits ins Ops Center eingebunden und kann überwacht werden. Jetzt ist die Datenbank erstellt. Hier noch Informationen zum Erstellen, die entsprechende Konfigurationsdatei. Datenbank konnte gestartet werden. Falls mit Firewalls gearbeitet wird, sollten hier die entsprechenden Firewall-Regeln noch nachträglich appliziert werden. Die Datenbank ist jetzt erstellt. Wir sehen es auch hier im Menü drin. Die Checks sind noch nicht durchgelaufen. Machen wir das jetzt also von Hand. Alle Checks sind nach der Installation sauber durch und jetzt können wir diese Datenbankinstanz aus dem Ops Center heraus nutzen. Die Software kann man auf unserer Webseite runterladen unter www.fromdual.com, dann Download, hier entsprechend das Produkt auswählen, Ops Center, dann die Release-Reihe, die Produktversion, dann ob man ein Target Z oder ein Paket haben möchte, für welche Distribution und für welche Version der Distribution. Dann hier das Produkt herunterladen.